Liebe Hörerinnen und Hörer, der neue Atheismus. Zu diesem Thema möchten wir Ihnen Vorträge von Professor John Lennox vorstellen. Hören Sie nun den zweiten Teil. Er steht unter dem Thema Der neue Atheismus. Ist Religion gefährlich? Das zweite Glied in der Argumentation der neuen Atheisten ist die Behauptung, dass die Naturwissenschaft letztlich Gott abgeschafft hat. Und ich möchte dazu Stellung nehmen als Naturwissenschaftler, der selbst an Gott glaubt. Sehr oft, die These wird so aufgestellt. Einerseits hat man Naturwissenschaft, auf der anderen Seite Glaube. Das ist eine totale verkehrte Vorstellung. Glaube ist eine Haltung, die man sowohl in der Religion als auch in der Naturwissenschaft findet, wie wir bald sehen werden. Besser wäre es vielleicht zu sagen Naturwissenschaft oder Theologie, aber das ist auch verkehrt. Die beste Formulierung ist zu merken, dass es liegt tiefer. Es ist ein Gegensatz zwischen zwei gegenüberliegenden Weltanschauungen. Und was die Naturwissenschaft angeht, kann man sehr leicht formulieren anhand einer aktuellen Illustration. Vielleicht ein der bekanntesten naturwissenschaftlichen Projekte der letzten Jahre ist das Projekt, das menschliche Genom niederzuschreiben, das sogenannte HGP, Human Genome Project. Der erste Leiter dieses Projektes war der Nobelpreisträger James Watson. Der ist ein Atheist und ich habe mit ihm diese ganze Frage diskutiert. Also James Watson steht hier. Der zweite Leiter des HGPs war Francis Collins. Und Francis Collins ist Christ. Und daran sieht man deutlich, dass die Frage ist nicht Naturwissenschaft gegen Gott, gegen Theologie und so weiter, sondern beide diese Männer haben total unterschiedliche Weltanschauungen, aber sie sind beide Spitzen-Naturwissenschaftler. Wenn die These wahr wäre, Naturwissenschaft gegen Glaube oder gegen Gott, dann würde man selbstverständlich erwarten, dass kein Naturwissenschaftler an Gott glaubt und dass alle Naturwissenschaftler Atheisten wären. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und hier sehen wir das deutlich dargestellt an der Spitze der heutigen molekularen Biologie. Zwei führende Vertreter der Naturwissenschaft, ein glaubt an Gott und ein ist Atheist. So, die Frage liegt tiefer als die Naturwissenschaft selbst. Und daher habe ich es so formuliert, dass wir diese zwei Weltanschauungen haben. Hier ist die Naturwissenschaft. Und die tiefere Frage ist, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Die Atheisten meinen, ihr Atheismus, vor allem Dawkins meint, ihr Atheismus von Naturwissenschaft ableiten zu können. Also hier in diesem Bereich sprechen wir nicht von Beweis. Sehr oft bekomme ich die Frage, können Sie Gott beweisen? Das Problem mit dem Wort Beweis ist, dass es eine populäre Bedeutung hat und eine genaue technische Bedeutung. Und die werden ständig verwechselt. Und daher verwende ich
diesen Begriff überhaupt nicht. Von Beweis im strengsten Sinne kann man nur in der Mathematik und in der Logik sprechen, nicht in der Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft haben wir Indizien, einen Indizienprozess, Belege, Hinweise, aber nie in diesem vollkommenen Sinn ein Beweis durch logische Schritte auf der Basis von Axiomen. Das findet man nur in der Mathematik. So ist es am besten, die Sache so zu formulieren, mit welcher Anschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen. Aber das gesagt, müssen wir berücksichtigen, dass auch wenn wir das Wort Beweis nicht verwenden, das bedeutet nicht, dass wir keine Gewissheit haben können. Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass meine Frau mich liebt. Aber ich habe genügend Indizien dafür, seit 40 Jahren mein Leben darauf zu verlassen. So einfach das Wort Beweis Acht zu haben auf die eigentliche Bedeutung des Wortes. Der Konflikt dann ist zwischen zwei Weltanschauungen. Mit welcher dieser Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Also das bedeutet, dass hier stehen wir vor einer Weltanschauungsfrage. Jeder von uns hat eine Weltanschauung. Was ist eine Weltanschauung? Eine Weltanschauung ist mehr oder weniger unsere Antwort zu den großen Fragen des Lebens. Was ist die Bedeutung des Lebens? Woher das All? Und so weiter. Diese Sinnfragen, diese Urfragen, die seit jeher gestellt worden sind. Und eine der Kernfragen in einer Weltanschauung ist, was ist die Urwirklichkeit? Was ist die Urwirklichkeit, die Grundwirklichkeit? Und hier unterscheiden sich diese zwei massiv. Für den Atheist, die Urwirklichkeit ist Materie-Energie. Für den Gläubigen an Gott, die Urwirklichkeit ist Gott. Und offensichtlich gibt es einen massiven Unterschied. Und hier sehen wir eine Spannung zwischen den zwei, die uralt ist. Und es ist wichtig zu sehen, dass sie uralt ist. Unter den Griechen hatten wir die zwei Weltanschauungen sehr deutlich vertreten. Es gab zum Beispiel die Urmaterialisten, Demokrit und Leukippos. Die waren die Atomisten, brillante, kluge Köpfe, die die Idee entwickelt haben von Atomen. Es gab Atome und das Leere. Und die Atome fallen durch das Leere und entwickeln sich zu Galaxien, zu Sternen, zu Planeten, zum Leben und so weiter und so fort. So eine primitive, aber sehr kluge Evolutionstheorie von der alten Welt. Das heißt, sie glaubten, dass das All sich selbst erklärt, von Grund auf. Anders ausgedrückt, Erklärungen sind letzten Endes auf Materie zurückzuführen. Die sind bottom-up, von unten nach oben, weil es kein Top-down, kein von oben nach unten Kausalität gibt, weil es keinen Gott gibt. Also das ist eine Weltanschauung und dort stehen Dawkins und die neuen Atheisten in dieser langen Tradition, uralte Tradition. Und wahrscheinlich die beste Formulierung dieser Tradition aus der alten Welt ist in der Schrift von Lucretius Leucret zu finden, der Epikureer in seinem berühmten in Latein geschriebenen Gedicht De Rerum Natura. Und wenn Sie kein Latein können, schade, besser das dann doch in einer deutschen Übersetzung zu lesen. Aber es ist erstaunlich, wie viel von der modernen Stand
des Atheismus hat er vorhergesehen, schon vor 2000 Jahren ungefähr. So, das ist eine Seite der Sache. Aber es gab immer eine andere Weltanschauung von Platon, Aristoteles und so weiter. Und eigentlich von den meisten Denkern, dass dieses Universum sich selbst nicht erklärt, sondern es gibt Gott oder Götter, Transzendenz, ein rationales Prinzip, ein Logos oder sowas Ähnliches. Und diese zwei kommen zu uns durch die gesamte Geschichte. Und natürlich, Theismus ist eine dieser Weltanschauungen, die sagt, dass das Universum sich selbst nicht erklärt. Es ist eigentlich besser und genauer zu sprechen, nicht von Weltanschauungen, sondern von 3 Familien von Weltanschauungen. Weil es gibt Graduierungen hier, hier und hier. Aber für Einfachheitswegen spreche ich sehr oft von Weltanschauung, wo ich eigentlich von Familien von Weltanschauung sprechen soll. Also, wir können in der mathematischen Sinne nichts beweisen, aber wir können Indizien geben. Was sind die Indizien? Und ich habe 3 Bereiche hier, die wichtig sind. Erstens, die Geschichte der Naturwissenschaft. Zweitens, das Wesen und die Methodik der Naturwissenschaft. Und drittens, die Ergebnisse der Naturwissenschaft. Und das ist vielleicht für manche eine Überraschung, dass man nicht mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft anfängt. Aber für meines Erachtens ist es viel wichtiger, in der Geschichte und in der Philosophie der Naturwissenschaft anzufangen. Zunächst einmal, weil nicht alle von uns Naturwissenschaftler sind und zweitens, weil die Argumente dort sind meines Erachtens wesentlicher als die Argumente, die sich berühren an unser Verständnis von gewissen Teilen der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. So, die Geschichte der Naturwissenschaft. Warum können wir die Naturwissenschaft treiben? Das ist vielleicht eine etwas kantige Frage und eine unerwartete Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Weil plötzlich im 16., 17. Jahrhundert fand eine Explosion in der Naturwissenschaft statt in Europa. Man hat geschrieben, dass seit der Zeit von Aristoteles ist man eigentlich bis zum 15. Jahrhundert rückwärts gegangen in der Naturwissenschaft. Und dann plötzlich zwischen 1500 und 1700 haben wir Newton und so weiter und so fort. Was ist passiert? Warum dort? Warum dann? Die Untersuchungen sind faszinierend. Und letztlich hat man eine sogenannte These aufgestellt, Mertens These oder Whiteheads These, spielt keine Rolle. Die These kann man sehr knapp formulieren in einem Ausdruck von C.S. Lewis. Die Menschen sind naturwissenschaftlich geworden, weil sie Gesetz in der Natur erwartet haben. Sie haben Gesetz in der Natur erwartet, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, nach dieser These ist die Explosion in der Naturwissenschaft auf Gott zurückzuführen. Genauer gesagt, auf den Glauben an einen Schöpfergott zurückzuführen. Und vielleicht eine der interessantesten Tatsachen dabei ist die Arbeit von Needham in Oxford, der ein gelehrter Chemiker war, aber auch einer der prominentesten Experten über China. Er hat die Sprache gemeistert und hat viele Bände über die Geschichte der Naturwissenschaft in China geschrieben. Und er hat festgestellt, er hat jahrelang versucht eigentlich, eine naturalistische Erklärung
der Tatsache, dass die Naturwissenschaft, wie sie wir im Westen verstehen, hat nicht entwickelt in China. Technologie hat sich entwickelt, aber die Naturwissenschaft als solche nicht. Und er wollte das erklären. Jahrelang hat er versucht, eine naturalistische Erklärung, konnte keine finden. Und als Marxist, er hat feststellen müssen und völlig zugegeben, dass der Unterschied war, dass in China hat die einheitliche Idee oder vereinigende Idee eines Schöpfers, der nicht nach beliebiger Art, sondern als Schöpfer und Organisator des Universums existiert, dass in China diese Idee hat gefehlt. Das heißt, der Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist zum Glauben an einen Schöpfer zurückzuführen. Das ist äußerst wichtig und ist Tatsache der Geschichte. Mein Kollege in Oxford, Professor Peter Harrison, und vor ihm Professor John Brooke, sind auch dieser Meinung, dass Glaube an einen Gott eine sehr wichtige Rolle im Aufstieg der Naturwissenschaft gespielt hat. Und daher, als Christ, schäme ich mich nicht, wenn ich an die Geschichte der Naturwissenschaft denke. Vielleicht ein anderes Buch für diejenigen, die Englisch lesen können. Ich weiß nicht, ob das Buch in Deutsch zu finden ist Rodney Starks Buch für die Ehre Gottes, For the Glory of God. Ein sehr interessantes Buch unter anderem über die Aufstieg der Naturwissenschaft. Und ein Nobelpreisträger, Melvin Calvin, hat geschrieben, wenn ich versuche zu finden, woher diese Idee kommt, dass im Universum Ordnung zu erwarten ist, dann finde ich es in eine Idee von den Hebräern und später von den Christen überliefert in der Bibel. Das finde ich faszinierend von einem Nobelpreisträger für Biochemie. Und eigentlich als Nebenbemerkung hat Melvin Calvin später geschrieben, dass was er in der Naturwissenschaft gefunden hat, was die Ursprünge des Universums angeht, ist genau, was zu erwarten wäre, wenn man nur die ersten Kapitel der Bibel hätte. Faszinierend, dass ein Nobelpreisträger so spricht. Also in der Geschichte, wir finden, dass die Idee eines Schöpfergottes eine Zentralrolle gespielt hat. Aber mehr. Diese Idee, dieser Grundbegriff ist die Grundlage einer Haltung. Ich könnte es so formulieren, weil Einstein es auch so formuliert hat, führte zu einem Grundglauben, und Einstein hat gesagt, er könnte sich keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen, der diesen Glauben nicht besaß. Und was ist dieser Glaube? Das ist der Glaube an die Verständlichkeit des Alls durch den menschlichen Verstand. Das heißt, das Universum ist rationell verständlich. Wir können es wenigstens teilweise verstehen. Das ist so ein Alltagsbegriff, dass die meisten von uns sind nicht klug genug wie Einstein zu sehen, dass es belohnenswert ist, das einfach zu merken. Wie ist es? Hier ist ein Mathematiker und sie denkt über das Universum hier in ihrem Verstand. Außerhalb von ihr ist das All. Sie entwickelt verschiedene Gleichungen und die Gleichungen passen irgendwie zum All außerhalb von ihr. Wie ist das möglich? Diese mathematische Verständlichkeit des Alls. Und Eugen Wigner, der den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, hat einen sehr bekannten
Artikel geschrieben in 1961 und dieses Artikel heißt The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, die irrationale sozusagen, nicht zu erwartende Effektivität der Mathematik. Wie ist es, dass wir so weitgehend das All mathematisch erklären können? Also stellen wir diese Idee hier in der Mitte. Die Idee, das Universum ist zumindest teilweise vom menschlichen Verstand zugänglich. Wie passt das diesen beiden Weltanschauungen zusammen? Und hier ist vielleicht mein größter Einwand gegen den neuen Atheismus. Weil Richard Dawkins sagt zu mir, dass der Verstand ist das Gehirn. Es gibt nur Materielles. Und das Gehirn ist nur Produkt eines ungesteuerten, chaotischen Prozesses durch Zufall und Notwendigkeit. Und er sieht die Schwierigkeit. Wenn das eigentlich der Fall ist, warum sollte ich überhaupt an das glauben, was dieses Gerät aufwirft? Woher kommt der Begriff der Wahrheit selbst? Haldane, ein Chemiker, hat vor vielen Jahren gesagt, wenn meine Gedanken nur die zufälligen Bewegungen von Elementarteilchen in meinem Gehirn sind, warum sollte ich an meine Theorie glauben? Insbesondere, warum sollte ich glauben, dass mein Gehirn aus Atomen besteht? Das heißt, er sägt ab den Ast, worauf er sitzt. Mein größter Einwand gegen den neuen Atheismus ist, dass er untergräbt die Grundlage der modernen Naturwissenschaft. Das heißt, gibt keine Gründe, keine Berechtigung für das allgemeine Vertrauen in unsere Fähigkeit, das All zu verstehen. Und dort ist ein Widerspruch, wie ein weltbekannter Philosoph Alvin Plantinga, und der ist jemand zu lesen, wenn man das verfolgen möchte, schreibt, Dawkins sieht nicht ein die Konsequenzen seiner Gedanken über den Ursprung des menschlichen Verstandes, weil wenn es wahr ist, könnten wir das nicht wissen. Weil es löst Verstand auf. Und mein Lehrer von Quantenphysik in Cambridge, der sehr berühmte Professor Sir John Polkinghorne, hat gesagt, letzten Endes diese Art Reduktionismus reduziert menschliche Gedanken auf einfach die Neurone und elektrische Aktivität unter den Neuronen im Gehirn. Und wenn das der Fall ist, würden wir es nicht wissen. Es löst Verstand auf. Auf der anderen Seite, Theismus und vor allem christlicher Theismus gibt uns Gründe zu erwarten, dass wir Naturwissenschaftler sein können. Und das ist in der Geschichte der Auflöser der modernen Wissenschaft. Einerseits sagt, dass es einen Gott gibt, der das All geschaffen hat. Und zweitens, dass Gott letzten Endes für den menschlichen Verstand auch verantwortlich ist. Und weil Gott ein Logos ist, dann passen die beiden genau zusammen. Das heißt, für mich gibt die christliche Lehre eine Grundlage und eine Erwartung, dass Naturwissenschaft gemacht werden kann. Dawkins und Co. sind Leute, die sehr oft die Bibel kritisieren, als ob die Bibel selbst gegen die Naturwissenschaft wäre. Keineswegs, ganz umgekehrt. Was faszinierend ist, dass in Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen die Aufgabe gegeben hat, die Tiere zu nennen. Und nennen ist eine Grundaufgabe von allen Naturwissenschaften, eigentlich von allen Disziplinen. Wenn wir alle Disziplinen, die hier in diesem Raum vertreten sind, aufzählen, dann kann ich garantieren, dass Sie in Ihrer Disziplin, Sie kennen Worte, die ich nicht kann.
die ich nicht weiß. Und ich auch habe viele mathematische Begriffe, die Sie wahrscheinlich nicht wissen. Das heißt, das Nennen gehört zum Grunde der Naturwissenschaft. Und interessanterweise in der Bibel hat Gott das ermutigt, dass wir das tun. Die Bibel ist nicht gegen die Naturwissenschaft, natürlich nicht. Aber so viele Leute meinen, dass es ist. Also zusammenfassend sehe ich hier in dieser rationellen Erklärbarkeit des Universums, dass Theismus bei weitem besser erklärt die Situation als Atheismus. Und das bringt uns zu einer anderen Frage über Erklärungspotenzial oder Erklärbarkeit. Dawkins sehr oft vertritt die Position, nicht immer, des Scientismus. Scientismus ist ein eigenartiges Wort, das bedeutet letztlich, dass die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit sei. Peter Atkins, mein Kollege in Oxford, Professor für physikalische Chemie, geht noch weiter als Dawkins. Alles ist erklärbar, naturwissenschaftlich, denkt er. Und so brauchen wir nichts anderes. Also, vielleicht ist es am besten, diese Haltung zu diskutieren anhand einer Aussage von Bertrand Russell, der Philosoph und Mathematiker, der bekannte Logiker, der gesagt hat, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Also ich bewundere ihn als Logiker, aber nicht hier. Bei weitem nicht hier. Denken wir darüber nach, an diesen Satz, an diese Aussage von Russell. Was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Ist das ein Satz der Naturwissenschaft? Offensichtlich nicht. Also wir können es nicht wissen. So, wenn dieser Satz wahr ist, ist er falsch. Ist diese zu viel Logik für heute Vormittag? Das ist ein typisches Beispiel eines inkohärenten Satzes, der sich selbst widerspricht. Und wir merken das oft, wenn Leute alles relativisieren wollen. Sie machen aus ihrer Ausnahme ihre Haltung. Wie der postmoderne Verfasser, der neben mir saß eines Tages in meinem College in Oxford. Ich muss euch diese kleine Geschichte erzählen als Auflockerung. Und er hat sein Buch mit sich. Und ich habe ihn gefragt wegen seines Buches, was ist das Thema Ihres Buches? Und er sagt, das Thema meines Buches ist, dass es gibt keine Intentionalität eines Verfassers. Das heißt, man kann nie wissen, was der Verfasser eines Buches zu sagen hat. Man kann von dem Buch machen, was man will. Oh, sagte ich, das ist faszinierend. Meinen Sie, wenn ich Ihr Buch lesen, das werde ich verstehen? Selbstverständlich, sagte er. Oh, sagte ich, so, Sie haben Intentionalität. Das war das Ende des Gesprächs. Er ist wütend geworden, aufgestanden und ging weg. Er hat nicht eingesehen, dass er einen absoluten Anspruch erhebt hat, dass es keine absoluten Ansprüche wären. Und das passiert oft in der Naturwissenschaft, wenn man zu weit geht. Die Aussage, dass die Naturwissenschaft alles erleuchten kann, ist an und für sich falsch, nicht nur logisch, aber das ist offensichtlich klar. Und Richard Dawkins hat ein paar Mal zugestanden, das gebe ich ihm zu, dass vor allem in der Ethik ist die Naturwissenschaft machtlos. Und wir werden dazu kommen heute Nachmittag. Zum Beispiel, die Naturwissenschaft kann mir sagen, dann wenn ich Cyanid im Tee meiner Großtante tue, dann wird sie einen sehr schlechten Nachmittag zumindest erfahren.
Aber die Naturwissenschaft kann mir nicht sagen, ob ich das tun darf, um meine Hände auf ihr Appartement zu kriegen oder ihr Geld oder so weiter. Das heißt, die Naturwissenschaft ist hier neutral. Und es ist sehr wichtig, wie ein Nobelpreisträger, Sir Peter Medawar, der sehr bekannt ist in Oxford, ein Naturwissenschaftler, er hat gesagt, es ist sehr leicht zu sehen, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Also das will ich jetzt betonen als Naturwissenschaftler. Die Naturwissenschaft hat Grenzen. Und er sagt, es ist sehr leicht, das zu sehen, einfach wenn man an die Fragen eines Kindes denkt. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Die Naturwissenschaft ist nicht fähig, solche Fragen zu beantworten. Und Sir Peter Medawar hat gesagt, wir müssen woanders schauen, wir müssen in die Religion und in die Philosophie schauen. Das heißt, meine lieben Leute, die Naturwissenschaft ist nicht gleichzusetzen mit Rationalität. Das ist ein Fehler, der so oft gemacht wird von den neuen Atheisten. Wenn es nicht naturwissenschaftlich ist, dann ist es nicht rationell. Aber das würde bedeuten sofort, dass die Hälfte der Fakultäten in Salzburg Universität sofort geschlossen werden müssten. Alle humanistischen Fakultäten müssten sofort geschlossen werden. Es ist wichtig zu sehen, ja, die Naturwissenschaft hat viel zu sagen, aber die Naturwissenschaft hat Grenzen, kann nicht alles erklären. Und diese Frage des Erklärens ist auch eine heikle Frage. Newton, als er sein Gesetz der Schwerkraft aufgestellt hat, hat nicht dabei gemeint, dass er Schwerkraft erklären könnte. Er hat ein Gesetz formuliert, das beschreiben könnte, was passiert, wenn man zwei Objekten von Massen M1 und M2 hätte, mit der Entfernung dazwischen von R, dass irgendeine Kraft dazwischen war, das proportional war zu 1 über R im Quadrat und so weiter. Aber er hat nicht gemeint dabei, die Schwerkraft zu erklären. Und Wittgenstein hat das sehr deutlich einmal gesagt, dass die große Täuschung der Moderne ist, dass die Naturwissenschaft uns alles erklärt. Und er ging so weit, als zu sagen, die Naturwissenschaft beschreibt, sie erklärt gar nichts. Vielleicht ging er zu weit, aber es ist sehr wichtig zu sehen. Und zweitens, und hier kommen wir zu einem zweiten falschen Alternativ, das Dawkins und die neuen Atheisten uns anbieten. Und diese falsche Alternativ ist, dass entweder Gott oder Naturwissenschaft. Entweder Gott als Erklärung oder Naturwissenschaft als Erklärung. Das heißt, Gott ist ein Lückenbüßer. Ich kann es nicht erklären naturwissenschaftlich, so sage ich, Gott hat es gemacht. Das sind falsche Alternativen. Und vielleicht kann ich es anhand von Newton erläutern. Als Newton sein Gesetz der Schwerkraft entdeckt hat, hat er nicht gesagt, oh, ja, ich verstehe es jetzt, wie das alles passiert. Ich brauche Gott nicht mehr. Nein, ganz im Gegenteil hat er gesagt, was für ein klugen Gott, der es so macht. Das heißt, er hat nicht die Verwechslung gemacht, die Dawkins so oft macht, zwischen Agens und Mechanismus. Agens Handelnder und Mechanismus. Das ist eine Verwechslung, die man immer wieder findet. Es gibt verschiedene Erklärungsebenen. Das heißt, Gott ist keine Erklärung im selben Sinne als die Naturwissenschaft
eine Erklärung ist. Manchmal illustriere ich an folgendes Beispiel. Sehr oft als Mathematiker sagt man zu mir, was denken Sie an das Gespräch zwischen Napoleon und Laplace? Laplace, ein bekannter Mathematiker, hat ein Buch Céleste Mécanique geschrieben über die Bewegung der himmlischen Körper und so weiter und Projektilen und so. Und Napoleon hat dieses Buch geschaut und dann gesagt, und wo ist Gott in ihren Gleichungen? Und Laplace hat geantwortet, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Ich brauche diese Hypothese nicht. Und er hat recht gehabt, natürlich. Wenn ich Vorträge über Algebra, über Differentialgleichungen oder was weiß ich in Oxford halte, dann erwähne ich Gott überhaupt nicht. Nein. Aber wenn die Frage von Napoleon zu Laplace gewesen wäre, wie ist es so, dass es ein Universum gibt, die nach diese Gesetze funktioniert, dann hätte er über Gott was sagen müssen. Aber das war nicht die Frage und er hat nicht die Frage beantwortet, die ihm nicht gestellt würde. Ich gebe ein moderneres Beispiel. Nehmen wir an, ich komme aus einem sehr primitiven Land, wie Irland zum Beispiel. Und ich komme nach Salzburg und ich habe nie ein Ford mit diesem Vierradgetriebe gesehen. Und ich sage zu Ihnen, was ist das? Das ist ein Ford. Ein Ford? Was ist dieser Begriff Ford? Ah, Ford, der ist ein Mensch. Oh, Henry Ford, ja. Also, und dann sehe ich, wie dieser Vierradgetriebwagen klettert auf einen Berg hinter Salzburg, hier so schnell und steil. Und mit meinen großen irischen primitiven Augen schaue ich drauf und sage, oh Mensch, dieser Kerl Ford muss sehr stark sein, mit dieser Sache hinaufzulaufen. Und sie sagen zu mir, Mensch, Sie sind primitiv. Kommen Sie nach Salzburg. Und ich komme nach Salzburg und ich studiere Ingenieurwissenschaft 10 Jahre lang, bekomme letztlich mein Diplom. Und dann ich komme zu Ihnen und sage, Gott, es tut mir so leid. Ich war so primitiv damals. Ich dachte, stell dir mal vor, ich dachte, dass es einen Menschen namens Ford gab. Aber jetzt sehe ich, dass das ein Mythos war. Das ist primitives Denken. Wahrscheinlich, um die Iren zu unterdrücken oder sowas. Das ist primitives Denken, weil jetzt verstehe ich, dass dort in diesem Wagen gibt es einen Motor. Und ich verstehe noch mehr. Ich verstehe die Prinzipien, die Mechanismen, die Gesetze, die dahinter stehen. Ich brauche Ford nicht mehr. Was würden Sie davon denken? Falsche Alternative. Wenn man verstehen will, wie der Motor funktioniert, erwähnt man Ford nicht. Aber wenn man die Frage stellt, wie ist es, dass so ein Wagen überhaupt existiert? Was ist die Herkunft dieses Wagens? Dann muss man zurück und zurück und zurückgehen, bis man ins Verstand von Henry Ford landet. Ist das verständlich? Es ist eine Verwechslung, eine Darstellung von falschen Alternativen, zu sagen, entweder Gott oder Naturwissenschaft. Man kann beides haben, natürlich. Und ich habe zu Richard Dawkins in Oxford in unserer Debatte vor ein paar Wochen gesagt, siehst du es nicht als gefährlich, diese zwei Sachen gegenüberzustellen, Gott und Naturwissenschaft, weil manche Leute würden lieber Gott haben. Und dann, sie sind nicht mehr für die Naturwissenschaft, sondern dagegen. Es ist eine gefährliche, falsche Alternative, den Leuten anzubieten, Gott oder Naturwissenschaft. Das ist eine Verwechslung von Agens und Mechanismus. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Das heißt, es gibt doch gewisse Unterschiede hier, die wichtig sind.
Die Naturwissenschaft behandelt hauptsächlich die Frage, wie oder warum im Sinne der Funktion. Was ist die Funktion dieses Teiles? Warum ist dieser Teil hier? Während die Theologie, wenn ich es so formulieren darf, behandelt die teleologische Frage, warum, das heißt die Zwecksfrage. Das ist so. Und aus diesem Grund denken manche Leute, der beste Ausweg aus dieser Situation ist sogenannte NOMA von Stephen Jay Gould. NOMA ist ein Akronym und steht für Non-Overlapping Magisteria. Das heißt nicht überlappende Magisteria. Magisterium ist eine Lehre. Und er meint so, man hat die Naturwissenschaft hier, christlicher Glaube, sagen wir mal hier, und solange man sie weit voneinander entfernt hält, wunderbar. Und das klingt sehr gut, bis man die kleingedruckte Sachen unten liest. Und im Kleindruck unten lautet es, die Naturwissenschaft behandelt die Wirklichkeit, die Religion behandelt Weihnachtsmann, Feen und so weiter und lauter Aberglaube und Fiktion. Das ist nicht gut genug. Was ich dazu sagen würde, ist, ja, weitgehend gibt es getrennte Noma, aber, vor allem in christlichen Glauben und in der Bibel selbst gibt es viele Stellen, wo über dieses Universum die Rede ist. Und dann müssen wir sehen, die Frage von beiden Seiten. Okay, dann. Die Geschichte der Naturwissenschaft, die Erklärbarkeit anhand von der Naturwissenschaft des Alls, sitzen sehr eng verbunden mit Glauben an Gott. Und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Und es ist sehr wichtig, das zu sehen. Aber ich möchte jetzt, weil die Zeit dahin eilt, zu einigen Kernbehauptungen der neuen Atheisten. Wir haben ein bisschen über Geschichte und Methodologie der Naturwissenschaft gesprochen. Was werden wir zu den Ergebnissen der Naturwissenschaft sagen? Und vor allem in der Physik und Kosmologie kommen wir zu der Frage der Feinabstimmung des Alls. In den letzten Jahren hat man festgestellt, dass die meisten der Grundkonstante der Physik sind fein abgestimmt. Das heißt, die müssen genau das sein, um ein Universum zu haben, wo Leben möglich ist. Und viele Bücher sind darüber geschrieben. Und Leute haben versucht, das zu erklären, weil es kommt zu Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, a priori, dass diese Feinabstimmung eintritt. Und was sind die möglichen Erklärungen? Die populärste Erklärung heutzutage ist, wieder mal ein falsches Alternativ anzubieten. Entweder, sagt Mark Tegmark von Princeton, gibt es einen Schöpfer Gott, oder es gibt ein Multiversum. Und es gibt viele Multiversen-Theorien. Von der Vielwelttheorie der Quantenmechanik zu Ideen, dass es existiert alle möglichen Universen, die es geben kann. Und so ist es keine Überraschung, dass dieses Universum gibt, weil alle Universen gibt sowieso, die es geben kann. Und vielleicht wollen Sie das diskutieren in der Fragezeit. Ich möchte nur ein paar generelle Bemerkungen hier machen. Erstens, es geht um ein falsches Alternativ. Wenn es einen Gott gibt, dann kann er mehr als ein Universum schaffen. Die Idee eines Multiverses schließt Gott
absolut nicht aus. Und ich muss Ihnen sagen, dass neulich ein sehr schöner Artikel von diesem führenden Philosoph Alvin Plantinga erschienen ist. Und er sagt, wenn wir glauben, dass alle logische mögliche Universen existieren, die existieren können, dann, weil die neuen Atheisten zugeben, dass Gott logisch möglich ist, aber höchst unwahrscheinlich, muss es ein Universum geben, wo Gott existiert. Aber weil Gott omnipotent ist, dann gibt es nur ein Universum, dieses. So, Sie können darüber nachdenken. Dieser Begriff des Multiversums ist mit vielen Schwierigkeiten befrachtet und die größte Schwierigkeit ist, von allen Seiten zugegeben, wir können keine Indizien, keine Hinweise, keine Belege der Existenz dieser Multiversen finden oder sehen, prinzipiell nicht. Also das ist eine Seite. Aber ich möchte zu Dawkins Buch wiederkommen. Weil er erwähnt dieses bekannte anthropische Prinzip. Es gibt verschiedene Formulierungen des anthropischen Prinzips, schwach und stark und unterschiedlich im schwachen Bereich auf. Aber die Grundidee, wie Dawkins es verwendet, ist, wir sollten nicht überrascht sein, uns in einem solchen Universum wie dieses zu befinden, weil dies ist die einzige Art Universum, wo wir uns möglicherweise befinden können. Haben Sie das begriffen? Das heißt, diese Feinabstimmung des Universums sollte uns nicht überraschen, weil es die einzige Sorte des Universums ist, wo wir uns befinden können. Und so stellt er wieder mal ein falsches Alternativ. Entweder Gott oder das anthropische Prinzip. Aber er hat eine Grundregel der Logik total außer Acht gelassen. Dass eine notwendige Bedingung ist nicht immer hinreichend. Um ein Diplom an der Salzburger Universität zu bekommen, ist es notwendig, einen Platz in der Universität zu bekommen. Aber wie manche traurige Studenten lernen, es ist nicht hinreichend. Das anthropische Prinzip von Dawkins formuliert, ist genau das, das eine Erklärung verlangt. Es ist offensichtlich klar, dass wir befinden uns in einem Universum, wo wir möglich sind. Ich meine, das ist total klar. Aber das antwortet bei weitem nicht, warum dieses Universum existiert und wie es dazu gekommen ist, dass wir Menschen sich dort befinden. Und Dawkins sagt, hier ist es klar, das anthropische Prinzip erklärt alles, erklärt nichts. Es ist wieder mal eine philosophische Falschschritt, falsche Alternative. Aber jetzt, das bringt mich zum Grundargument von Buch Gottes Wahn. Der Kernargument, und das hat mich so überrascht, weil ich dieses Argument schon mehrmals in Russland gehört habe. Das Argument hat zwei Teile. Erstens, Gott ist unwahrscheinlich. Zweitens, er ist unwahrscheinlich kompliziert. Und drittens, weil er unwahrscheinlich kompliziert ist, ist er keine Erklärung. Weil wenn wir zum Beispiel das All, die Existenz des Alls anhand von Gott erklären wollen, dann ist das keine Erklärung, weil Gott per Definition ist komplizierter als das, was wir durch ihn erklären wollen. Und eine Erklärung, die komplizierter ist als das, was zu erklären ist, ist keine Erklärung. Viertens, wenn das nicht genug wäre, viertens, wenn wir sagen oder behaupten, dass Gott das All geschaffen habe, dann ist es berechtigt, die Frage zu stellen, wer hat Gott geschaffen? Also das ist
der Fragekomplex, das sitzt im Herz der Argumentation vom Gotteswahn. Also erstes, Gott ist unwahrscheinlich komplex und er entwickelt verschiedene Argumente über Wahrscheinlichkeit. Aber die Frage ist nicht, wie komplex ist Gott und daher wie unwahrscheinlich. Die Frage ist Gott aktuell oder nicht? Ich habe zu Richard Dawkins gesagt, Richard, Sie sind sehr komplex, aber Sie existieren. A priori ist es nicht zu erwarten, dass Sie existieren, aber Sie existieren doch. Das heißt, die Frage ist nicht, ob Richard Dawkins komplex ist, sondern ob es Indizien gibt, ob er existiert oder nicht. Das ist meine erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, Gott ist komplexer als das, was wir erklären. Ich habe auch zu Dawkins gesagt, ich kaufe ein Buch. Dieses Buch trägt den Titel Der Gotteswahn. Sehr kompliziertes Buch mit vielen Seiten, vielen Wörtern. Und ich versuche zu erklären, was hinter diesem Buch steht. Und ich stelle fest, nach langer Untersuchung, dass hinter diesem Buch steht Richard Dawkins, der viel komplexer ist als das Buch. Und so ist das natürlich keine Erklärung. Ja, Sie sehen, die Logik ist klar. Es ist keine Erklärung, weil er komplexer ist als das Buch, das durch ihn zu erklären wäre. Das ist Quatsch. Und was so interessant ist, wenn wir ein Buch sehen, wie Gotteswahn oder was weiß ich, sofort, intuitiv, sagen wir, die Erklärung ist komplexer als das Buch selbst. Ein menschlicher Verstand. Das finde ich faszinierend. Dawkins ist überzeugt, dass Erklärung als solche, um glaubwürdig zu sein, muss mit simpel zu komplex gehen. Aber Moment mal, in der Naturwissenschaft, wenn ich etwas Einfaches tue, ja, wir können das beschreiben mit Newtonsen Satz, mit Newtons Satz. Das ist schwer genug für einige Leute. Aber wenn ich sage, dass das hat mit einer Verkrümmung in Raum-Zeit zu tun, das ist noch komplexer, nicht wahr? Aber es ist viel näher zur Wahrheit, wie Einstein es formuliert hat. Und das könnte sein, dass das bei weitem nicht die ganze Erklärung ist. Das heißt oft in der Physik, die Erklärungen sind äußerst kompliziert. Quantenelektrodynamik ist nicht einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die Naturwissenschaftler glauben daran, nicht weil es einfach ist, es ist nicht einfach, sondern weil es ein Erklärungspotenzial hat. Einstein hat mal gesagt, halte die Dinge einfach, aber nur so einfach wie nötig. Und Quantenmechanik, Quantenelektrodynamik und so weiter sind sehr komplizierte Dinge. Richard Feynman, der Nobelpreiser, sagt ganz einfach, niemand versteht Quantenmechanik, aber das funktioniert. Also das ist eine Bemerkung in dieser Richtung. Aber eine zweite Bemerkung ist vielleicht auch einleuchtend. Dawkins Buch führt auf Richard Dawkins. Sofort, intuitiv, eine Intelligenz. Aber noch einfacher, wir brauchen Dawkins Buch nicht, wir können es viel einfacher formulieren. Sagen wir mal, dass wir gehen in eine Höhle in China mit einer Archäologin. Und auf der Wand wir sehen diese zwei Zeichen gekratzt an der Wand. Und ich merke sie nicht, weil ich so ein primitiver Irre bin. Ich merke das gar nichts. Aber sie kommt und sagt, menschliche Intelligenz. Und ich sage, du bist verrückt. Das sind nur zwei kleine Striche, gekratzt. Und sie behaupten, das
eine menschliche Intelligenz, aber das ist keine Erklärung, weil eine menschliche Intelligenz ist viel komplizierter als diese zwei. Nicht wahr? Und sie sagt, das ist so primitiv. Kennen Sie kein Chinesisch? Weil das chinesische Wort Ren ist. Es bedeutet ein Mensch. Und wenn ich das sehe, wie reagieren Sie? Oh, das ist eine Lückenbüßer-Erklärung. Die sagen, dass ein Mensch dahinter steht, weil sie das nicht verstehen. Nein, sie sagt, dass ein Mensch dahinter steht, weil sie es versteht. Aha. Das heißt, die Semiotik, die Tatsache, dass dieses Zeichen Sinn trägt, ist ein Hinweis auf Intelligenz sofort, auch wenn es nur zwei gekratzte Zeichen ist. Und dann fängt die Zauberei an. Und in einem Nu verwechselt sie sich in eine Oxfordsche Mikrobiologin. Und ich gehe mit ihr in Labor und ich sehe im Labor ein Zaubermikroskop. Und ich gucke in dieses Mikroskop und plötzlich sehe ich ein Doppelhelix, der sich entfaltet. Und ich merke dann von den Seiten dieser Doppelhelix, ich merke etwas Zauberhaftes, diese Buchstaben erscheinen. In einer unwahrscheinlich lange Kette. Und ich sage, was ist das? Weil ich natürlich nicht weiß als ihre. Und sie sagt, das sind Codone. Codone. Das kodiert für etwas. Ja, diese Buchstaben sind die 4 Buchstaben eines genetischen Alphabets. Und sie schauen auf das menschliche Genom. Oh, sage ich. Codone. Das kodiert für etwas. Das hat eine semiotische Dimension. Ja, es kodiert für die Proteine. Oh, woraus die Zelle besteht. Diese Nanomaschinen. Oh. Interessant. Und was ist das? Das ist wie ein Computerprogramm. Wie groß ist dieses Programm? 3,5 Billionen Buchstaben. 10 hoch 9 mal 3,5. Oh, interessant. Und was ist die Ursache letztlich? Oh, Zufall und Notwendigkeit. Moment. Habe ich das richtig gehört? Wir waren vor 2 Minuten in einer Höhle in China. Und Sie haben 2 gekratzte Zeichen an einem Stein gesehen. Sofort, haben Sie mir gesagt zumindest. Weil das semiotisch ist, muss dahinter eine Intelligenz stehen. Und hier sind 3,5 Milliarden Buchstaben in der richtigen Reihenfolge mit einer semiotischen Dimension. Und das ist bloß Zufall und Notwendigkeit. Finde ich sehr interessant. Als Gesprächsthema in einem Oxfordschen Raum, wo ich sehr oft zu meinen Kollegen diese kleine Gedankenexperiment mache. Etwas zum Überlegen. Nun, zum Schluss hier die Frage von Gott. Wenn wir sagen, dass Gott das Universum geschaffen hat, dann sind wir berechtigt, die Frage zu stellen, wer hat den Schöpfer geschaffen? Und so in eine unendliche Kette rückwärts. Sagt Dawkins. In Russland sehr oft, vor allem in den frühen 90er Jahren, habe ich sehr oft diese Frage gestellt bekommen. Wer hat Gott geschaffen? Also, die erste Bemerkung ist, wenn man die Frage stellt, wer hat Gott geschaffen, das beweist sofort, dass man an einen geschaffenen Gott denkt. Wenn Richard Dawkins ein anderes Buch geschrieben hat, der geschaffene Gotteswahn, hätte er sehr wenig Geld verdient dabei. Weil die meisten von uns haben schon vor Jahren geschaffenen Götter abgelehnt. Die sind Abgötter, Idolen. Geschaffene Götter sind Idolen.
Wenn man die Frage, wer hat Gott geschaffen, aufstellt, hören mich gut zu, das bedeutet per Definition, dass der Gott, der in Frage kommt, ist ein geschaffener Gott. Aber der ganze Punkt, zum Beispiel aus meiner christlichen Sicht, ist, dass Gott nicht geschaffen ist. Der ist ewig. Und das können wir vielleicht am besten erleuchten durch ein altes Gespräch unter den Griechen. Die Griechen haben sich sehr interessiert dafür. Gibt es etwas Ewiges, das immer existiert hat und immer wird existieren? Was sind die Dinge, die ewig sind und was sind die Dinge, die geworden sind? Und vielleicht kann man das am besten sehen im Text von Johannes Evangelium, ganz am Anfang. Im Anfang war das Wort, Logos. Das Wort war mit Gott, das Wort war Gott. Das bedeutet, das Wort Gott hat für ewig existiert. Dann der zweite Satz. Alles wurde durch dasselbe. Das heißt, das Universum wurde. Und hier ist dieser Unterschied. Gott war. Das Universum wurde. Das heißt, die gehören zu völlig unterschiedlichen Kategorien. Gott ist ewig. Das Universum ist nicht ewig. Und so die Frage ist, Dawkins sagt, wer hat Gott geschaffen? Das zeigt zunächst einmal, dass er an einen geschaffenen Gott denkt und wir brauchen ihn nicht, um das abzuschaffen. Zweitens, es bedeutet, dass offensichtlich er an nichts Ewiges glaubt. Und sehr oft in Russland hat man zu mir gesagt, wer hat Gott geschaffen? Oh, Sie glauben an nichts Ewiges. Sagen Sie mal etwas über die Materie. Oh, sie ist ewig. Oh, wirklich? Oh, Sie glauben doch an etwas Ewiges, die Materie oder Energie. Wo ist Ihr Problem dann? Ist es, dass Sie an ewige Materie glauben, aber nicht an eine ewige Person? Aber der Begriff des Ewigen haben Sie nicht abgelehnt. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite ist vielleicht wichtiger. Und ich habe es zu Richard Dawkins gesagt, in Oxford. Richard, du fragst mich, wer hat Gott geschaffen? Also, ich stelle dieselbe Frage. Sie glauben, dass das Universum dich geschaffen hat. So bin ich auf Ihre Logik berechtigt, die Frage zu stellen, und wer hat das Universum geschaffen? Wer hat deinen Schöpfer geschaffen? Das ist dieselbe Frage. Aber er gestattet diese Frage nicht. Niemand hat die Welt geschaffen. Ist einfach plötzlich da. Das ist kindisches Argument. Letzten Endes, alle Fragestellungen kommen zu einem Ende. Und entweder endet man mit Materie und Energie oder mit Gott. Und die Frage ist, welches ist vernünftiger? Dieses kindisches Argument, das Kernargument, das hat mich so erschüttert, das zu finden. Ich hatte das nicht erwartet. Dieses Argument, ganz im Kern dieses Buches, das eigentlich letzten Endes kein Argument ist. Es geht um die Urwirklichkeit, die Grundfrage dieser Weltanschauungen. Gott als die Urwirklichkeit oder das Universum, die Materie, Multiversum, Energie, was immer, als Urwirklichkeit. Nur die beiden. Und es ist für uns zwischen den beiden zu unterscheiden. Also es gibt sehr viel mehr über diese Thematik zu sagen. Und daher habe ich ein Buch darüber geschrieben.
Und Sie können in einem Monat eine neue Ausgabe, nicht bloß Auflage, sondern Ausgabe dieses Buches bekommen unter dem Namen Hat die Wissenschaft Gott begraben? Aber ich ende mit einer kurzen Geschichte, die vielleicht illustriert etwas über diese Thematik. Die Debatte mit Dawkins, das im Oktober stattfand dieses Jahres, fand statt in einem ikonischen Ort, nicht in einem Hörsaal, sondern in einem Museum. Und wie Sie sehen werden, wenn der Film herauskommt, ich hoffe bald, werden Sie sehen, dass Dawkins und ich saßen auf Stühle unter einem massiven Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Und 500 Zuhörer waren ringsum unter den Objekten in diesem sehr berühmten Museum. Museum für die Geschichte der Naturwissenschaft, ein naturwissenschaftliches Museum, Geologie und lebendige Wesen und so weiter. Ikonisch, weil ausgerechnet dort gab es eine andere Debatte in 1860. Eine Debatte zwischen Thomas Henry Huxley, der bekannte Wissenschaftler und Atheist, und Bischof Samuel Wilberforce. Und die Debatte lief über Darwins vor ein Jahr vorher publizierten Herkunft der Spezies. Und diese Debatte ist ikonisch, weil sie gilt als ein Indiz dafür, dass die Naturwissenschaft hat über die Religion gesiegt und der bekannte Wissenschaftler Thomas Henry Huxley hat den armen Theologen Bischof Wilberforce niedergeschmettert mit naturwissenschaftlichen Argumenten, während der Bischof einfach theologische Argumente benutzt hat. Das ist ein Mythos von Anfang zu Ende. Meine Freunde John Brooke und Peter Harrison und andere haben tiefgreifende als Historiker der Naturwissenschaften bewiesen, dass das Gegenteil der Fall war. Und dass man dieses Ereignis und auch, darf ich nebenbei bemerken, das Ereignis zwischen Galileo und der katholischen Kirche, man kann keine dieser beiden Ereignisse benutzen, um eine Konkurrenz zwischen Naturwissenschaft und Glaube an Gott zu belegen. Die haben auch über Galileo weitgehend geschrieben. Aber was eigentlich passiert ist, wenn man liest, was der Bischof eigentlich sagte, und ich habe es gelesen, man sieht ganz von vornherein, er sagte, ich werde keine nicht naturwissenschaftlichen Argumente verwenden. Es ist naturwissenschaftlich von Anfang zu Ende. Und Darwin hat darüber kommentiert, er hat alle Schwächen in meiner Theorie entdeckt. Es ist ungemein brillant, was er geschrieben hat. Und die Berichte des Tages, die wenigen, die existieren, sagen, dass das Ergebnis war mehr oder weniger 1:1 oder 0:0. Das heißt, man kann dieses Ereignis nicht verwenden in der mythologischen Art, wie sie oft verwendet ist. Aber es war ausgerechnet dort, dass wir unsere Debatte in 2008 im Oktober gehalten haben. Und als ich hineingegangen bin, 10 Minuten vor der Debatte, das war voll, und ich habe plötzlich gedacht, es gibt etwas an dieses Gebäude. Das heißt, der Grund, warum dieses Gebäude überhaupt entstanden ist. Und ich versuchte über die Tür etwas zu lesen, es war sehr dunkel, ich konnte nicht sehen, ob irgendwas geschrieben würde in Latein oder nicht. Ich habe sämtliche Mitarbeiter im Museum gefragt, niemand wusste was. Aber in der Debatte selbst habe ich mich gewagt, trotzdem etwas zu sagen. Und ich sagte zu Richard, und dieses Gebäude, soweit ich weiß, worin wir jetzt sitzen, ist
zu der Ehre Gottes gewidmet. Nein, sagt er, keineswegs. Und er hat ein Büro jahrelang in diesem Museum gehabt. Hinterher haben wir die Wahrheit entdeckt. Nicht nur ist dieses Gebäude der Ehre von Gott gewidmet, sondern ist von einem Professor für Medizin, Sir Henry Acland, gebaut, um das Unwissen des Volkes zu beseitigen, weil sie die Majestät Gottes Werke nicht verstehen. Das waren die Gründe. Aber was noch interessanter und sehr ironisch ist, die Bezahlung, das Geld für das Museum, woher kam das? Von Oxford Universitätsverlag. Und aus welchem Fond? Aus der Fond für das Drucken von Bibeln. Und so, das ist so ein schönes Bild für einen Zusammenschluss zwischen Naturwissenschaft und Glauben. Und wenn Sie sehen wollen, was die Zeitungen und so weiter darüber gesagt haben, dann können Sie überall im Internet schauen, vor allem in Spectator Online, wo einige Schriftsteller über diese Debatte berichtet. Meine Zusammenfassung ist sehr einfach. Die neuen Atheisten behaupten, die Naturwissenschaft Gott geschlachtet zu haben. Völlig falsch, meiner Meinung nach. Ganz im Gegenteil. Die Naturwissenschaft kann uns nicht alles über Gott, bei weitem nicht alles über Gott sagen. Aber es gibt Spuren des Schöpfers in der Natur. Das ist zu erwarten vom Neuen Testament zumindest. Und ich sehe nicht bloß in den Ergebnissen der Naturwissenschaft, sondern, viel wichtiger vielleicht, in der bloßen Tatsache, dass wir mit unserem Verstand Naturwissenschaft betreiben können, in der Art und Weise und in der Natur der Voraussetzungen, die hinter jedem Naturwissenschaftler stehen, sehe ich deutliche Indizien, dass diese Welt von einer höheren Intelligenz, von einem Schöpfergott nicht nur geschaffen worden ist, sondern getragen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank.